Hallo? Hallo. Hallo? Sind wir schon drauf? Wir sind Piranhas, 2 von denen. Und wir machen hier Piranha-Becken TV. Digital. Stimmt. Ne? Das heißt, wir machen eine Fernsehsendung für unsere Community, ja? Und um Sachen zu besprechen, um halt Community-Fragen zu beantworten und Fragen, die euch so bewegen und Sachen, die uns bewegen, euch mitzuteilen, euch ein bisschen teilhaben zu lassen an dem, was wir so machen, unsere Arbeit und was uns so aktuell irgendwie so entgegenkommt. Und da zum Beispiel kommt ja jetzt bald die Gamescom. Nicht. Ja, oder auch nicht. Doch, nämlich digital. Stimmt. Ja. Das heißt also, es gibt die Gamescom und wie sieht die aus? Was ist da? Wer macht wen, wo, da, irgendwo? Also wir wissen es noch nicht so richtig genau, was da auf uns zukommt. Und zu dem Zweck haben wir uns einfach mal umgefragt, haben weniger als 100 Leute gefragt, hör mal, jetzt kommt ja bald irgendwie so ein Event, so ein digitales Event wie die Gamescom. Wie sehr freust du dich da drauf? Und die haben Folgendes gesagt. Digitale Events sind eine Chance, nicht nur für diese Branche, sondern glaube ich auch für viele andere, gerade international. Aber ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich finde, gerade bei so Events ist es immer wieder schön, wenn man auf Branchenkollegen trifft und zwar in Persona, also wenn man sich gegenübersteht, wenn man ein bisschen quatschen kann. Bei der Branchenparty der Gamescom zum Beispiel, wenn man zusammen auch mal ein Bierchen trinken kann oder sonst irgendwas und sich einfach mal über Nichtigkeiten austauscht. Ich finde, die Gamescom ist ja gerade eigentlich so ein Event, was dazu animiert, aus den Wohnzimmern auch rauszubringen, also aus den Wohnzimmern auch rauszugehen. Und wenn man dann hinterher das nicht draußen verbringt, sondern digital, dann ist das irgendwie nicht dasselbe. Ja und nein. Ich hätte natürlich lieber die reellen Events mitgenommen, aber im Moment geht es ja gar nicht anders. Und ich hoffe einfach, dass die digitalen Events so gut wie möglich Ersatz leisten können. Ja, weil es immer spannend ist, wenn neue Spiele vorgestellt werden. Völlig egal, wie das Event jetzt heißt oder so, ja. Eher nicht. Tatsächlich habe ich mich da noch gar nicht so mit befasst, muss ich ehrlich sagen. Mit Gamescom digital, wie das da aussieht. Vielleicht werden wir streamen mit dem Jan Hegenberg. Wissen wir alles noch gar nicht. Also da muss ich nochmal nachhorchen, wie das da genau aussieht. Habe ich zu wenig Zugang dazu. Aber generell glaube ich, viele Sachen lassen sich digital inzwischen viel schneller, viel einfacher umsetzen, wenn sie nur ein bisschen gebündelter wären. Also Gamescom und E3, wenn sich da die Termine nicht auseinanderschieben würden, so auseinanderschieben würden, sondern wenn das gebündelter wäre, wäre es, glaube ich, für den Konsumenten einfacher, alles zu verfolgen, statt sich an jedem Tag immer frei nehmen zu müssen, wenn ihn was interessiert. Ja. Eigentlich klingt das jetzt ziemlich mau. Ja. Und dann frage ich mich in dem Moment, okay, liegt das daran, dass wirklich so ein digitales Format unsexy ist oder liegt das an der Enttäuschung darüber, dass das echte Format nicht stattfindet? Ja. Ich glaube, es ist so eine Mischung. Also ich zum Beispiel persönlich bin immer noch total enttäuscht, dass ich da nicht hin kann. Ja. Ich wäre jetzt jemand gewesen, der auf jeden Fall, wir beide waren auf allen Gamescoms seit Leipzig, also wir waren auf allen in Köln und auch in Leipzig waren wir auch schon. Ja. Und ich fand das immer toll. Aber es gab halt viele verschiedene Dinge, die daran aus meiner Sicht toll waren. Allem vorweg, Leute zu treffen, die du sonst einfach nie triffst. Und das finde ich super. Und darauf habe ich mich auch immer gefreut. Egal, ob wir ein Spiel präsentiert haben oder nicht, waren wir da, um mit Leuten zu quatschen, irgendwie da lang zu gehen, Gesicht zu zeigen, Cosplay zu machen. Ihr kennt ja unsere Folgen, da gibt's ja auch noch ein paar, wo wir gezeigt haben, dass wir die letzten Male da waren, die man sich angucken kann, was wir da so treiben. Und ich bin sehr enttäuscht, dass das nicht stattfindet. Ja. So, jetzt kommt ein digitales Event stattdessen. Mein erster Gedanke, gut, Best of Both Worlds wäre ja beides.
Das heißt, die Leute, die tatsächlich dahin fahren können, die sind dann vor Ort und dann hast du das Erlebnis und kannst dann da deine Sachen machen, kannst dir dein Merch kaufen, kannst deine Leute treffen, kannst irgendwelche Demos anzocken und hast da Spaß. Und die Leute, die es nicht schaffen, nicht wollen, zu viel und so, die können sich das dann digital im Internet angucken. Super. Hast du irgendwie eine riesen Reichweite irgendwie, jeder kann daran partizipieren, der möchte. Geht aber dieses Jahr nicht. Dieses Jahr geht leider nur digital. Ich hoffe, nächstes Jahr läuft es darauf hinaus, dass irgendwie beides ein bisschen stattfindet. Ne? Aber dieses Jahr, ja, wie viele Leute gucken sich dann sowas dann an? Und erwarten dann was? Ja? Also haben sich Leute von euch schon mal sowas wie eine digitale BlizzCon angeguckt oder sowas? Ja. Da muss man ja so, bei der Gamescom ist es ja jetzt aktuell tatsächlich so, dass der Zuschauer, also ihr, euch das einfach kostenlos angucken könnt. Ne? Ob es dann irgendwelche Seitenkanäle gibt, die dann irgendwie Special Content haben, das weiß ich jetzt nicht, aber die großen, dicken Sachen, den Hauptkanal, könnt ihr euch einfach so kostenlos angucken. Und da sieht man dann neue Spiele, Entwickler, Publisher, Influencer und irgendwelche Moderatoren, die dann irgendwas erzählen, was gerade irgendwie alles neu ist. Guckt ihr euch das an? Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt? Habt ihr Bock? Lasst man das nebenbei laufen? Und die nächste Frage, die mich persönlich dann beschäftigt hat, worauf freue ich mich denn dann am meisten? Also was möchte ich da sehen? Ne? Also hier die beiden Spacken, die irgendwie Sachen erzählen. Gut, kann man montags auch YouTube einschalten. Ja. Aber wenn ihr uns auf so einer Veranstaltung sehen würdet, ne, worauf würdet ihr euch denn freuen? Sagt ihr, nee, ich freue mich aber nur auf die neuesten Trailer. Die ich noch nicht gesehen habe. Ich möchte Exklusivmaterial sehen, sonst gucke ich das nicht. Oder ist es vielleicht eher so, nee, ich möchte gerne ein bisschen hinter die Kulissen. Ich würde gerne Interviews sehen. Irgendwie, dass irgendwelche Leute zu irgendwas befragt werden von irgendwelchen Pressetypen. Das fände ich spannend. Oder möchtet ihr irgendwelche Let's Player sehen, die da irgendwelche Spiele zocken? Oder was ist es? Was fändet ihr cool? Fände ich schon spannend. Ja, und vor allem, wie dann die nächste Gamescom aussieht, das wissen wir ja auch noch nicht. Das weiß man leider nicht. Es gibt aber auch sehr viele Veranstaltungen zur digitalen Gamescom, sicherlich. Ne? Das heißt also, wenn es nicht nur die Gamescom ist, die dann auch Sachen zeigt und so weiter, werden andere auch auf die Idee kommen, tatsächlich dann sowas zu machen. Ne? Eine Parallelveranstaltung zu starten und so weiter. Und das wird bestimmt eine super interessante Sache am Ende des Tages. Also mal ein bisschen im Internet zu stöbern, wo man welche Infos herkriegt und was da alles so passiert, ist bestimmt nicht verkehrt. Und dann könnte man sich quasi entscheiden, gucke ich mir das an oder gucke ich mir das nicht an. Zumal es ja umsonst ist. Ne? Es ist natürlich was anderes, zu Hause irgendwie am Computer zu sitzen oder auf dem Handy im schlimmsten Fall sogar oder auf dem Sofa und auf dem Fernseher sich das anzugucken. Wenn das so, ich sag mal, so einen ganzen Tag so läuft, wie so ein Twitch-Kanal, sag ich mal. Ja. Ja, spannende Sache. Ja gut, also bei Twitch kann man ja auch sagen, viele Sachen, die live laufen, werden auch am meisten geguckt. Ja, wie viele Leute gucken sich auf Twitch dann irgendwelche VODs an? Also Videos, ne? Signifikant weniger. Das ist halt so, ne? Das heißt also, vermutlich ist es live dann schon cool, vor allem wenn man Einfluss drauf nehmen kann in irgendeiner Form. Das ist ja auch meistens bei so einem Streamer cool, ja. Das wissen wir ja noch gar nicht. Das wissen wir alles noch nicht, ob das überhaupt funktioniert, richtig, genau. Also darf man dann irgendwie Fragen stellen, ne? Wie werden die das strukturieren? Das ist echt tatsächlich sehr Ja, spannend. bei Wetten, das konnte man keine Fragen stellen. Nee, leider nicht. Nö. Da hast du im Publikum zu sitzen und ne, Klaus Kinski sagt, du musst ruhig sein. Du dumme Sau. Ja, ist so. Ne? So war das früher im Fernsehen. Ne? Und ja, heute ist das halt, heute kann man Einfluss nehmen auf die Dinge und inwieweit das funktioniert, da bin ich echt mal gespannt. Ne? Wäre natürlich schon cool, irgendwie was Interaktives. Ne? Und dass man die Leute ein bisschen mehr, weil vorher konnte man hingehen, konnte die Leute selber interviewen und so, die einen interessiert haben, man konnte sie hautnah erleben, man konnte Selfies mit denen machen, geht alles nicht. Das ist natürlich schon ziemlich bitter. Ne? Das ist halt eine ganz andere Atmosphäre, Ja. live auf so einer Veranstaltung zu sein, irgendwie, es ist heiß, im August war es immer heiß, Gamescom irgendwie, du hast geschwitzt in deinem komischen T-Shirt, bist stundenlang durch die Gegend gelaufen, hast dann nur irgendwie so eine kärgliche Pommes gegessen und es gab irgendwie nichts. Überteuertes Wasser für 15 € oder was, ne?
Mahlzeit. irgendwo in der Ecke gesessen Ja. und um mit dem Gerücht einmal aufzuräumen, man darf tatsächlich eigene Lebensmittel und Getränke Richtig. mit auf die Gamescom nehmen. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Das ist erlaubt. Ja. Ihr müsst das da nicht kaufen. Ihr dürft, aber müsst nicht. So, leider bringt euch das jetzt nichts, weil sie nicht stattfindet. Ja. Aber ihr könnt es ja mitnehmen. Hoffentlich das nächste Jahr. Ja. Ja, und dann hast du irgendwie 2 Stunden angestanden für irgend so ein Spiel und dann darfst du endlich da dran. Das ist eine völlig andere Situation, Erwartungshaltung, wie es mir da gerade geht, als ich sitze jetzt zu Hause am Sofa. Na, mal gucken. Was hat der da gerade gesagt? Ach ja, mach mal leise hier, der Hund ist gerade so laut. Klick. Das ist was anderes. Ne? Ach, Du bist nicht drin. nee. Aber vielleicht kriegt man auch mehr mit, als man auf der Gamescom mitkommen würde, weil man nicht so viel Zeit braucht, von A nach B zu laufen. Also man könnte theoretisch. Naja gut, Fußballspiel gucke ich mir auch lieber im Stadion an. Na? Da gibt's nur das Problem, irgendwie kann ich die Wiederholung nochmal sehen, ob das ein Foul oder ein Tor gewesen ist. Das geht da nicht. Ne? Kannst du da nicht, ne? Und dann gibt's irgendwelche Leute um die rum, die irgendwas behaupten, der hat schon eine gelbe Karte. Weißt du, also solche Dinge, das ist schon was anderes. Deswegen mag ich gerne Public Viewing, da hast du beides. Da ist ja beides, Ja. das ist richtig. Das ist total geil. Irgendwie mit den Leuten irgendwie dein Würstchen, dein Bierchen und Ja. dann irgendwie siehst du dir trotzdem die Wiederholung an. Ja. Finde ich gut. Ach, ich glaube, das wird schon ganz lustig, das eine oder andere. Man kann sich das ja auch aussuchen und so, aber wie sehr das frequentiert wird und wie dies mit der Uhrzeit ist und so, nimmt man sich extra Urlaub dafür. Das ist auch so eine Sache, ne? Damals war das so, ne? Damals, vor einem Jahr, ne, hat man sich Urlaub genommen irgendwie für den ganzen Kram und dann Hotelzimmer und alles, ne, mit Partys am Abend und so. Das ist ja alles heute nicht, ne? Das wird irgendwie anders laufen. Das wird irgendwie in den Alltag integriert. Ja, ich habe bitterlich unser Hotelzimmer storniert. Ja, blöd, ne? Ja, das hat man schon ein Jahr vorher und wir haben gedacht, wir wären so schlau. Wir haben auf der letzten Gamescom das Hotelzimmer für dieses Jahr Tja, gebucht. dann dachten wir wären so schlau. Nee, was waren wir schlau? Ja, wären wir auch, wenn es nicht so Kann ja blöde keiner gekommen wissen. wäre. Ja, kann ja keiner was für, ist also. Ja gut, okay. Also schreibt uns mal ordentlich, ne, was ihr so erwartet von der Gamescom und von diesen digitalen Events, die jetzt stattfinden sollen. Ja. Und das wird uns auf jeden Fall brennend interessieren. Ja. Hast du eine Community-Frage? Ja. Ihr habt ja mal gesagt, dass ihr euch eure Inspiration, aus anderen Spielen und auch Filmen holt. Was wären denn weitere Settings, die ihr gerne umsetzen wollen würdet oder die euch interessieren? Naja, gut. Boah. Horror. Horror, ja. Horror ist cool. Ich fänd Horror total spannend. Ja. Wahrscheinlich würde das dann so laufen, so rein hypothetisch, dass ich an einem Spiel mitarbeite, das ich mich selber gar nicht traue zu spielen. Gut, ein Horrorspiel machen wir jetzt gerade nicht. Haben wir auch nicht geplant. Das ist etwas, was ich eher momentan ganz gerne mir angucke. Ne? Weil Spielen bin ich zu schissig und beschäftige mich trotzdem gerne mit Horror und Let's Plays oder sowas. Aber gerade Science Fiction ist etwas, was ich momentan sehr, sehr gerne gucke. Filme, Serien oder so. Und das hält auch jetzt gerade irgendwie eine ganze Weile an. Das heißt, wir haben ja tatsächlich die schöne Situation, dass wir Dinge, die wir gerne mögen, auch umsetzen können. Bleibt gespannt. Ja, es ist halt schwierig, ne? Ohne irgendwie schon Sachen vorauszunehmen oder so. Man kann vielleicht sagen, welche Settings wir mögen. Horror mögen wir, ne? Steampunk mögen wir. Cyberpunk mögen wir. Das heißt so Blade Runner Gedöns, ne? Western finde ich immer noch gut. Letztens habe ich irgendwie die Karl-May-Reihe mir durchgeguckt. Winnetou und Gedöns, sowas finde ich geil, ne? Gibt es ein Setting, das ich nicht mag? Ja, das ist auch eine gute Frage, ne? Naja, gut, okay, vielleicht Jamaikaner, die Reggae hören oder so. Es gibt Na? immer so Phasen. Ja. So Phasen, wo ich auf das eine jetzt, ach nee, jetzt nicht so. Aber nur, weil ich die Musik nicht hören mag. Also das kann sein, dass wenn irgendwie so die karibische Insel, wo nur Reggae läuft oder so, wenn man das als Setting verkauft, so, dann würde ich sagen,
nicht mein Spiel. Ach, wenn man es macht wie Monkey Island, dann finde ich Ja, vielleicht. ja, irgendwie. Das ist der Grund, warum ich damals in die Karibik in Urlaub wollte. Tatsächlich. Weil Ja. ich Monkey Island gespielt habe. Und ich fand das so witzig, da irgendwie in der Karibik rumzulaufen, dass ich gedacht habe, ich muss unbedingt mal einmal in meinem Leben in die Karibik. Und meine Großeltern haben dann gesagt, na gut, komm, dann fliegen wir dahin. Na, Gott sei Dank. Und es war völlig anders als im Spiel. Na gut, wir hoffen, das beantwortet die Frage und wir sehen uns dann nächste Woche hoffentlich hier wieder bei Piranha Becken TV. Bis dann. Macht's gut. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, warum ich keinen Reggae mag. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Ist ja jetzt kein Scheiß oder so. Irgendwie wäre ich damit nicht warm. Unser Lead-Programmer, der Philipp Krause, hört ja Ska und so ein Zeug. Das ist ja nochmal die abgehobene Variante, ne? Ja. Ja, irgendwas muss man ja auch mal nicht mögen.